So, ich habe jetzt hier den Vermesser der Logistikwelt schlechthin bei mir auf dem roten Sofa der DVZ beim diesjährigen Deutschen Logistikkongress. Martin Schwemmer, Senior Consultant bei der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services und vor allen Dingen der Autor der Top 100 der Logistik in Europa, die jetzt anlässlich des Kongresses zeitnah wieder erscheinen werden. Martin, wir duzen uns. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Ja, danke schön für die Einladung aufs Sofa. Wenn man sich jetzt so den Kongress mal anschaut, wie so die Gespräche verlaufen sind, klar, viele Herausforderungen, aber auf der anderen Seite hat man ja schon so den Eindruck, der Logistik geht es jetzt so in diesen Corona-Zeiten eigentlich gar nicht so schlecht. Ist die Logistik im Grunde schon irgendwie auch ein Gewinner dieser ganzen Entwicklung? Gewinner ist, glaube ich, das falsche Wort im Kontext der Krise, aber wenn wir sagen, vielleicht nicht so sehr leidtragend oder nicht so sehr gebeutelt, wie wir es tatsächlich vorher angenommen haben. Die Logistik ist besser durch die Krise gekommen, also die Krise ist ja noch nicht vorbei, aber was wir bisher uns genau anschauen können, ist eben das Jahr 2020. Wir haben auch schon Ausblicke auf 2021 und da sieht es eben so aus, dass die Logistik nicht so sehr eingebrochen ist wie der wesentliche Vergleichsindikator des GDP oder das BIP zu Marktpreisen. Und um mal konkret mit den Zahlen zu starten, wir sind jetzt eingebrochen um etwa 3,5% in Europa auf ein Niveau von 1.115 Milliarden Euro Volumen der Logistik in Euro 30, also 30 Länder betrachten wir. Das ist die EU 27 jetzt mit Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Und das GDP der betrachteten Länder ist eingebrochen um 5,9, also rund 6%. Okay. Damit die Logistik rund 2% besser eigentlich durch die Krise gekommen, soweit wir es jetzt absehen können. Das war 2020. Was Richtig. sind so eure Erwartungen jetzt für 2021 und dann auch fortfolgende Jahre? Also für Gesamteuropa sehen wir, dass wir etwa um 3% voraussichtlich wachsen können 2021, vielleicht auch ein bisschen mehr und stärkeres Wachstum dann wieder nach der Krise, also hoffentlich nach der Krise wirklich dann in 2022, 2023, je nachdem, was da noch auf uns zukommt. Was sind so die Treiber? Sind das immer noch im Grunde so Nachholeffekte oder was ist das? Also wir haben natürlich einmal einen realen Einbruch, das heißt, es wird nicht so viel, oder 2020 kann ich jetzt wirklich mit Zahlen gut beschreiben, dass wir weniger Tonnen fließen haben in der Volkswirtschaft, aber dass wir eben sehen, dass wir zum einen, also die Lockdown-Maßnahmen haben beispielsweise Gastronomie, Hotellerie, Touristik, also den Dienstleistungssektor extrem eingeschränkt, aber den Konsum von Waren und insbesondere Konsumgütern tatsächlich gepusht. Also der Konsum der Bevölkerung wurde verlagert in die wieder reale Welt von der Dienstleistung weg. Damit haben wir einen starken Konsum und der stationäre Handel, der ja nicht funktioniert hat, wird eben aufgefangen, sage ich mal, oder kompensiert durch ein wieder erstarkendes E-Commerce-Wachstum, das wieder zweistellig ist. Und zusammen mit fehlenden Frachtkapazitäten sehen wir, dass wir Preissteigerungen in Luft- und Seefracht insbesondere haben, aber auch etwas im Landverkehr. Und das federt eben diese Effekte enorm ab. Das heißt aber auch, dass es eigentlich Preiseffekte im Wesentlichen sind, die dazu beitragen, dass die Logistik hier sehr viel besser wegkommt als andere Sektoren und die Volkswirtschaft allgemein. Ich meine, wir reden jetzt ganz viel über diese ganze Energiepreisentwicklung, die steigenden Kosten. Ist da im Grunde fast zu erwarten, dass ihr eure Prognose fast schon wieder so ein bisschen nach oben jetzt irgendwie anpassen müsst, weil die Preise natürlich jetzt sehr stark plötzlich steigen und das werdet ihr in eurer bisherigen Prognose ja gar nicht richtig abbilden können, oder? Nein, das sind auch für Effekte, das ist so, für tagesaktuelles Geschehen vielleicht nicht, aber das ist sehr schwer einsehbar für uns als Vermesser an der Stelle. Das heißt, da sind wir tatsächlich abhängig davon, wie die Entwicklung da noch ist und das ist natürlich spannend. Wir können halt die Langfristindikatoren etwas nach vorne schreiben, aber diese Effekte sind ganz schwierig abschätzbar. Ja. Du hast es gesagt, E-Commerce ist ein echter Boom-Sektor. In welche Bereiche der Logistik greift das mittlerweile eigentlich so rein und wo pusht das mittlerweile? CAP kennt jeder, Pakete, so, Richtig, aber gibt ja noch ein bisschen mehr. Richtig, also insbesondere CAP, da haben wir die meiste Dynamik sicherlich und die höchsten Wachstumsraten. Im Vergleich zu 2018 haben wir ja die letzte Vermessung gemacht jetzt für Europa und 2020, wo wir jetzt was sagen können,
Unternehmen, die teilweise 16, 18, 20% zunehmen im Wachstum. Und natürlich trifft es aber auch die konsumgüterorientierte Kontraktlogistik oder Spezialtransporte. Man denkt mal an etwa Möbeltransporte, die nicht unbedingt in ein Courier-Express-Paket fließen, sondern vielleicht in ein Stückgut, dass da auch das B2C-Segment immer wieder oder jetzt verstärkt wieder interessant wird, um vielleicht mitzumachen oder da entsprechend Angebote zu entwickeln oder davon zu profitieren, wie die aktuelle Entwicklung ist. Jetzt verdienen viele gerade auch große Unternehmen, ja wirklich sehr gutes Geld. Man sieht die Zahlen, die jetzt immer wieder rauskommen. Ist aus eurer Sicht zu erwarten, dass diese ganze Konsolidierung, Fusion und Übernahme jetzt nochmal wieder an Dynamik dann auch gewinnen? Ja, wir haben dazu tatsächlich eine Frage gestellt an unsere Logistikdienstleister, die wir befragen, ob die Corona-Krise dazu zu einer Konsolidierungswelle in der Logistik führen wird. Es zeichnet sich derzeit nicht so richtig ab. Also das ist so eine Abfrage von Zustimmung oder Ablehnung der These oder weder noch. Und es ist eigentlich eine schöne Gaußglocke, eine Normalverteilung und der Mittelwert ist genau eigentlich gar nicht. Manche sind dafür, manche sind dagegen, aber im Grunde genommen sollte sich das Konsolidierungsgeschehen etwa die Waage halten wie in den Vorjahren. Ja, okay. Wenn wir noch so ein bisschen wirklich ein paar Jahre jetzt auch vorausschauen, was sind so die großen Trends, die ihr jetzt noch seht? Digitalisierung sicherlich, Nachhaltigkeit, gibt es weitere Faktoren? Ganz klar. Also diese beiden jetzt mit der Krise sicherlich jetzt in der kurzen Frist, okay, du wolltest die lange Frist, aber trotzdem erstmal die kurze Frist. Also die ganze Volatilität im Markt ist natürlich operativ ein Riesenthema und damit einhergehend aber das Langfristthema Resilienz, Agilität, Flexibilität und noch weiter über allem sicherlich die Nachhaltigkeit. Ganz klar. Ganz klar. Wird das die Logistik verteuern, die Nachhaltigkeit? Also voraussichtlich ja, jein. Also es kommt jetzt von der EU diese EU-Taxonomie nach ESG, die dafür sorgen wird, dass auch bei Finanzierungsthemen viel stärker nachhaltige Kriterien berücksichtigt werden müssen. Das sorgt halt das wird die Logistik verteuern, aber überall gleichermaßen. Da ist nicht vorauszusehen, dass es sehr spezifisch in einem Segment, aber im anderen nicht wirkt. Und somit ist es ein Effekt, der wahrscheinlich alle gleichermaßen betrifft. Also ja, aber es wird wahrscheinlich nicht so extrem wahrgenommen, weil es eben im Gleichschritt etwas passieren wird. So die aktuelle Aussicht da. Ja, ich glaube, es bleibt spannend. Kannst du noch einen kurzen Ausblick geben, wann kann man sozusagen dann die Top 100 wirklich in den Händen halten sozusagen? Also im Nachgang zum Kongress, zum etwa Mitte November, lohnt es sich vielleicht im DVV-Shop nochmal reinzuschauen. Dann freuen wir uns darauf. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für den Ausblick. Vielen Dank, Sebastian.